Jetzt geh schon. Deine Mutter weiß nicht. Immer diese Beichterei, das macht doch nur Stress für alle. Muffensausen? Muss Susanne mich unbedingt nackt auf dem Bild sehen? Was ist so spannend daran? Es ist doch ein schönes Bild. Guck mal, wie findest du die? Glaubst du, die gefallen ihr? Wo ist sie überhaupt? Im Schlafzimmer, vermute ich. Und du willst ihr das Aktbild wirklich zeigen? Ja, ich möchte ehrlich sein. Das habe ich ihr versprochen. Okay, du gibst ihr die Ohrringe, dann ist sie gut drauf. Dann gehe ich wieder und du sagst ihr das mit dem Bild. Toller Plan. Wie war das? Keine Geheimnisse mehr? Susanne, ich kann dir das erklären. Mach dich schon mal frei zur nächsten Malstunde. Susanne, das ist nicht so, wie du Und wie denkst. ist es sonst? Es ist alles ganz harmlos. Susanne! Was gibt's denn noch? Das mit dem Bild, das ist ewig her. Seit wann geht das zwischen euch beiden? Vor ein paar Monaten. Seit ein paar Monaten? Ja, da habe ich von Paul dieses Bild gezeichnet. Du stehst auch auf Männer? Und auf Götter und Säulen und Äpfel, ja. Erspar mir die Einzelheiten. Susanne, wenn ich ein Bild zeichne, dann geht es mir nur um das jeweilige Objekt. Sonst nichts. Wie war das mit der Erotik zwischen Maler und Modell? Meinst du jetzt die zwischen Paul und mir oder zwischen dem Apfel und mir? Sag mal, was willst du eigentlich hören? Hast du ihn auch so verführt wie mich gestern Abend? Dass du überhaupt auf solche Sachen kommst. Traust du mir sowas wirklich zu? Denk mal drüber nach und sag Paul, er soll heute Abend nach Hause kommen. Susanne! Warum schreist du so? Der Staubsauger ist so laut. Das war alles meine Schuld. Auch das mit dem Bild, das hätte ich dir früher sagen müssen. Und warum hast du nicht? Weil du sauer geworden wärst. Deshalb wollte ich auch nicht, dass Carla dir davon erzählt. Und wenn du was nicht willst, macht sie genau das, was du sagst. Verstehe. Du musst mir glauben, ich habe Modell gestanden in einem Kurs für Aktmalerei. Und zufällig war Carla auch da. Zufällig. Ja, sie hat mich mit 20 anderen gezeichnet. Moment mal. Du hast dich von 19 unbekannten und einem bekannten Menschen ausgezogen? Ja, gerade weil Carla dabei war, ist mir das nicht besonders leicht gefallen. Aber hast du schon mal ein angezogenes Aktmodell gesehen? Warum hast du das gemacht? Reicht dir dein Taschengeld nicht? Das war im Winter. Du weißt schon, als ich mit Konstantin zum Snowboarden wollte. Ich erinnere mich dunkel. Das war Weihnachten, Silvester rum. Genau, um das Geld für den Urlaub zusammenzukriegen, habe ich Modell gestanden. Warum bist du nicht zu mir gekommen? Irgendwie hätten wir das Geld schon zusammengekriegt. Du hattest genug Ärger zu der Zeit. Ich wusste doch nicht, dass ausgerechnet Carla in dem Kurs ist. Du glaubst mir doch, oder? Du stehst Modell in dem Kurs, an dem die Frau teilnimmt, in die du dich verliebt hast. Würdest du das glauben? Ja, weil ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in Carla verliebt war. Wenn du es genau wissen willst, es hat erst danach angefangen. Und seitdem hat Carla dieses Bild von dir? Sie hat's vergessen. Carla trifft keine Schuld. Auf mich kannst du sauer sein, aber nicht auf sie. Taxi? Kommt darauf an, wohin? In die Versöhnung. Hört sich gut an. Brauchen wir dafür ein Taxi? Eigentlich nicht. Ich war ungerecht zu dir. Auf einmal. Manchmal geht eben mein Temperament mit mir durch. Du kennst mich doch. Das habe ich allerdings auch schon gemerkt. Ja, ich habe so reagiert, als wäre weiß Gott was passiert. Aber erst Pauls Geständnis, dann das Bild. Das ist ein bisschen viel. Du hast doch nicht wirklich gedacht, ich hätte was mit deinem Sohn? Natürlich nicht. Aber wenn man die Wahrheit so scheibchenweise erfährt, dann rechnet man mit dem Schlimmsten. Es war mein Fehler. Ich hätte dir schon viel früher davon erzählen sollen. Dann wäre die ganze Sache auch nicht so groß geworden. Aber dein Paul... Ich weiß, er wollte es unbedingt selbst sagen. Der arme Junge. Ihn hat's wahrscheinlich am meisten getroffen. Ich kann nur hoffen, dass er bald eine Frau findet, bei der er Chancen hat. Weil ich bin ja schon vergeben. An wen denn? An die süßeste Frau der Welt. Versprichst du mir eins? Nein.
Ich wollte nur sehen, wie du reagierst. Na klar. Alles, was du willst. Keine Lügen. Okay. Keine Heimlichkeiten mehr. Wir können später noch in eine Ausstellung gehen, wenn du willst. Mir steht der Sinn eher nach Landschaften. Mein Bedarf an Aktmalerei ist gedeckt. Von mir aus? Wir könnten auch mal wieder ins Kino. Auch gut. Und danach zu dir. Bei uns zu Hause ist die Stimmung immer noch nicht rosig. Wegen deinem Vater? Ist alles nicht so einfach für ihn. Und wenn wir zwei dann auch noch turteln. Ich verstehe. Carla von Lahnstein? Du bist. Heute noch. Ich rufe dich später an, ja? Tschüss. Wer war das? Sei nicht so neugierig. Wenn du dich mit jemandem verabredest, immer. Es war Leonard. Er will sich heute noch mit mir treffen. Schade. Danach haben wir wieder alle Zeit der Welt. Na, hoffentlich. Bin gleich wieder da. Leonard, tatsächlich. Ich muss los. Warte! Susanne, es tut mir leid, aber ich muss auch was für meinen Vater vorbereiten. Das ist keine Entschuldigung. Ich muss auch was vorbereiten. Für uns? Für morgen? Morgen? Was ist denn morgen? Mein Geburtstag. Schon vergessen? Nein, natürlich nicht. Aber Ach so, bevor ich es vergesse. Mach dir nicht unnötig Arbeit. Ich bin morgen den ganzen Tag geschäftlich in München. abends auch? Und nachts? Ich komme erst übermorgen zurück. Übermorgen? Ja, halt mal bitte. Dann holen wir deinen Geburtstag natürlich nach. Warum auch nicht? Dann habe ich wenigstens zweimal Geburtstag. Nicht traurig sein. Ich arbeite dran. Wir telefonieren, ja? Ja. Tschüss. Tschüss. Ich denke, du bist im Theater. Viel Lärm um nichts. Nicht mein Fall. Fußball ist auch eine Menge Krach um Nichtigkeiten. Soll das eine Anspielung sein? Worauf wohl? Und was liest du Schönes? Wellness Hotel. Willst du dort deinen Geburtstag feiern? Carla hat keine Zeit. Es wäre bestimmt nett geworden mit ihr in diesem Hotel. Und jetzt? Muss sie zu einem Geschäftstermin nach München. Ja, was plant ihr auch immer so kurz? Das hat damit nichts zu tun. Sie hat so oder so nach München gemusst. Seit sie für die neue Firma ihres Vaters arbeitet, hat sie kaum noch Zeit. Das kommt mir bekannt vor. Mal bloß nicht den Teufel an die Wand. Weil der Berg nicht zum Propheten kommt? Ich dachte, du warst im Theater und nicht in der Kirche. Warum fährst du nicht mit nach München? Zu einem Geschäftstermin? Der die ganze Nacht dauert? Du bist immer so praktisch. Das liebe ich an dir. Praktisch. Hilft nur nicht immer. Na? Was machst du denn hier? Wichtige Staatsgeheimnisse? Was? Ja, in deinem Koffer. So schnell, wie du ihn zugemacht hast, als ich gekommen bin. Da ist nichts Besonderes drin. Hey, das ist wirklich eine Überraschung, dass du noch gekommen bist, bevor ich abreise. Ja, klar. Und ich komme mit. Mit? Wohin? Nach München. Zu deinem Geschäftstermin. Ich habe keine Lust, hier allein an meinem Geburtstag zu versauern. Jemand, der sich freut, sieht anders aus. Nein, ich freue mich. Es ist nur... Ich habe so viel zu tun in München. Ich würde nur stören, meinst du das? Ja, ich habe einen Termin nach dem anderen. Die ganze Nacht. Ja. Abends ist noch eine Party, da muss ich unbedingt hin. Und ich weiß nicht, wie lange die geht. Du willst nicht mit mir feiern. Das stimmt nicht. Wir holen deinen Geburtstag nach. Na toll.
toll. Ich habe mich so gefreut, mit dir morgen zusammen zu sein. Sei nicht sauer. Das geht nicht anders. Carla? Carla, wo bist du? Liebe Susanne, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag und schenke dir 1000 Küsse. Ich versuche mich zu beeilen, damit wir bald zusammen feiern können. Ich kann es nämlich jetzt schon nicht mehr erwarten, dich zu sehen. Ich vergehe vor Sehnsucht. Alles Liebe, deine Carla. Carla? Wunderbar, Tia. Freut mich, dass alles klappt. Naja, es war nicht einfach. Ich musste mir schon einiges einfallen lassen, damit sie mir glaubt. Gut, dann sehen wir uns gleich im Hotel. Ich freue mich. Tschüss. Carla? Susanne, du bist ja schon wach. Habe ich dich geweckt? Ich konnte nicht schlafen. Du warst nicht da? Bringen Sie schon mal das Gepäck in den Wagen. Gerne. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag. Du hast die Kette ja schon um. Oh, ja, Gefällt sie dir? sie ist süß. Danke. Und? Feierst du heute schön mit deiner Familie? Mal sehen. Ich muss jetzt los. Warte. Ich fahr dich. Draußen steht bereits ein Wagen, danke. Schick ihn weg. Das wäre unhöflich. Und außerdem bist du umgezogen, bis das dauert. Das geht ganz schnell. Susanne, ich muss jetzt wirklich los. Sonst verpasse ich meinen Flieger und komme zu spät zu meinem ersten Termin. Wir telefonieren, ja? Möchten Sie jetzt frühstücken? Ich brauche kein Frühstück. Bringen Sie mir meinen Mantel. Susanne. Hallo, Carla? Hallo. Was gibt's? Bist du schon am Flughafen? Ja, ich habe eingecheckt und bin am Gate. Warum rufst du an?